Ich bin die Mutter, die spricht. Mein Sohn lebt mit einer Suchterkrankung. Wo stehen wir heute? Bis jetzt habe ich euch von Ereignissen erzählt, die bereits einige Zeit zurückliegen. Die letzte Folge endete im Dezember 2025. Ab heute ist es anders. Diese Folge führt bis in den Sommer 2026, also bis heute. Ich bin gerade von einer gut 3-monatigen Reise durch Australien zurückgekehrt. Also, wo stehen wir heute? Offiziell lebt mein Sohn noch im betreuten Wohnen. Tatsächlich ist er dort aber kaum noch anzutreffen. Fest steht unterdessen, dass er das betreute Wohnen verlassen muss. Wie und wo er künftig wohnen wird, ist im Moment noch offen. Lange wusste ich nicht, wo er die meiste Zeit lebt oder schläft. Inzwischen habe ich ihn 2-mal kurz angetroffen. Er sagt, dass er nicht auf der Straße lebt, sondern bei einem Kollegen in Zürich schläft. Das hat für Erleichterung gesorgt. Mir ist natürlich auch sofort aufgefallen, dass er stark abgenommen hat. Seine Kleider sind schmutzig. Aus Erfahrung weiß ich, dass solche Veränderungen etwas bedeuten. Nach dem Austritt aus der Klinik ging es ihm zunächst gut. Wir haben sogar gemeinsam seinen Geburtstag im Februar gefeiert. Er sah gut aus. Irgendwann im Februar änderte sich etwas. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Seitdem ist er immer wieder abgetaucht. Zwischendurch wurde der Kontakt etwas besser. In der letzten Zeit ist er aber wieder fast ganz verschwunden. Wenn er sich meldet, dann meistens, weil er Geld braucht. Manchmal schreibt er, dass er mich anrufen wird. Jedes Mal freue ich mich darauf. Aber dieser Anruf kommt nicht. Er selbst sagt, dass es ihm schlecht geht. Die BetreuerInnen berichten, dass der Konsum massiv zugenommen habe. Zwischendurch lagen sogar wieder Spritzen herum. Auch das Gerichtsverfahren begleitet uns weiter. Der Weiterzug gegen das Urteil läuft noch. Die nächste Entscheidung fällt erst im April 27. Eine lange Zeit. Inzwischen weiß ich, dass ein vorzeitiger Maßnahmenantritt für ihn im Moment kein Thema ist. Einen Entzug traut er sich derzeit nicht zu. Er hat mir aber gesagt, dass er am nächsten Tag wieder ins ambulante Zentrum gehen und dort seine Medikamente beziehen möchte. Ich hoffe, dass ihm das gelingt. In den letzten Monaten gab es Phasen, in denen er das ambulante Zentrum regelmäßig aufsuchte. Das macht mir Hoffnung. Was mich beschäftigt, ist das, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, wo mein Sohn heute Nacht schläft. Ich weiß nicht, wie es ihm wirklich geht. Ich weiß nicht, wann ich ihn das nächste Mal sehen werde. Und genau diese Ungewissheit begleitet mich momentan jeden Tag. Die Angst, dass mein Sohn sterben könnte, ist wieder sehr präsent. Ich weiß inzwischen, dass Crack ein Thema ist, aber ich weiß nicht, welchen Platz es in seinem Leben einnimmt. Ich weiß heute mehr als noch vor ein paar Tagen, aber ich weiß noch lange nicht alles. Und gleichzeitig habe ich Angst vor dem, was ich vielleicht noch erfahren werde. Die Ungewissheit ist schwer auszuhalten, aber manche Gewissheiten wären es genauso. Ich vermisse meinen Sohn. Ich vermisse unsere kurzen Treffen. Meistens im Starbucks. Ich vermisse es, ihn in den Arm zu nehmen. Ihm in die Augen zu schauen. Einfach ein bisschen zu spüren, wie es ihm geht. Im Moment geht das sehr, sehr selten. Heute gelang es mir, ihn zu treffen, aber ich weiß nie, ob das auch beim nächsten Mal so sein wird. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Manchmal schreibe ich ihm eine Nachricht. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Es heißt wieder einmal, warten. Meine Gedanken kreisen wieder häufiger und länger um meinen Sohn. Manchmal versuche ich, aus kleinen Hinweisen ein Gesamtbild zu machen. Vor kurzem schrieb er mir plötzlich von fremden Telefonnummern. Heute weiß ich, dass er sein Handy verloren hat. Und warum taucht er immer wieder ab? In solchen Momenten merke ich, wie schnell mein Kopf beginnt,
die Lücken mit eigenen Erklärungen zu füllen. Ob ich mir Zusammenhänge zusammenreime, die gar nicht da sind? Ich hoffe jedes Mal, dass ich mich irre, dass es ihm besser geht, als ich befürchte. Dann denke ich manchmal an die Zeit in Australien zurück. Vor ein paar Monaten war nämlich vieles anders. Während unserer fast 3-monatigen Reise durch Australien war unser Alltag plötzlich weit weg. Ich hatte mich auf diese Distanz gefreut. Darauf, einmal nicht so nah an all den Sorgen zu sein. Und diese Distanz hat mir gut getan. Ich konnte mich stärker auf mich selbst konzentrieren, auf die Reise, auf mein eigenes Leben. Es fühlte sich manchmal fast unwirklich an, als wäre unser normales Leben für eine Weile auf Pause. Es gab nur meinen Partner, mich, unseren Camper und die Frage, wohin wir als nächstes fahren würden. Für diese Zeit bin ich unglaublich dankbar. Ganz verschwunden war die Ungewissheit, aber auch dort nicht. Ich hatte wenig, aber regelmäßigen Kontakt zu meinem Sohn. Auch von den BetreuerInnen hörte ich kaum etwas. Vielleicht wollten sie mich schonen. Die Ungewissheit blieb, nur weiter weg. Ich bekam mit, dass er schlechte Phasen hatte. Aber ich wusste nicht, wie häufig sie waren. Und vor allem nicht, wie schlecht es ihm wirklich ging. Das beschäftigt mich. Nicht, weil ich glaube, dass ich etwas hätte verhindern können, sondern weil es weh tut zu wissen, dass es ihm so schlecht gegangen ist. Gleichzeitig hat es mein Gefühl bestärkt, dass unsere Treffen mehr sind als nur ein kurzer Kaffee. Vielleicht geben sie ihm ein kleines Stück Stabilität. Vielleicht einfach das Gefühl, dass da Menschen sind, die ihn lieben. Und wahrscheinlich deshalb vermisse ich die Treffen mit ihm noch mehr. Ich merke, dass ich in Momenten wie diesen wieder ganz bewusst auf das zurückgreifen muss, was ich über die Jahre gelernt habe. Auf das, was mir hilft, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Ich habe Erfahrungen gesammelt und ich kenne Strategien, die mir helfen. Und ich bin heute stabiler. Trotzdem gibt es Tage, an denen mich diese Situation an meine Grenzen bringt. Wie muss das erst für meinen Sohn sein? Er lebt diese Situation nicht von außen. Er steckt mittendrin. Im Moment bleiben viele Fragen offen und vielleicht wird das noch eine Weile so sein. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns bald wiedersehen. Einfach, weil ich meinen Sohn vermisse. In der nächsten Folge möchte ich euch den Menschen zeigen, den ich in meinem Sohn sehe. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Ich gehe jetzt lesen.